Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Meine Damen und Herren, ich bin's wieder, der Osan Krottball ist da. Und zwar der wöchentliche Astrologie-Lesung fängt jetzt gerade an. Da wissen auch alle, um was es geht für nächste Woche, was wir für nächste Woche machen müssen und die Möglichkeiten natürlich. Wie sieht es eigentlich aus? Nächste Woche wird es etwas dunkel sein. Warum? Weil der Neumond wird Ende nächste Woche kommen. Neumond in Schütze. Das heißt, bevor der Neumond kommt, werden wir emotional, gefühlweise sehr in Dunkel sein, weil vor dem Neumond ist der letzte Augenblick, der dunkelste Augenblick von dem Mond, von unseren Gefühle, von unserer EQ. Richtig. Und da wird es etwas schwierig sein, um etwas zu rechnen. Deswegen müssen wir die anderen Planeten verfolgen, wo die gerade sind. Das wird uns sagen, was wir eigentlich machen müssen. Und wie können wir es eigentlich verfolgen? Einfach so, wo sind die Planeten? Der Venus ist jetzt gerade, hat sich mit dem Skorpion verabschiedet. Und da möchte ich von Ihnen auch voraus schon bitten, bitte liken und Kommentare hinterlassen. Das ist für mich sehr wichtig, also für YouTube. Venus, Mars, die Sonne und Merkur. Alle sind gleichzeitig in Schütze, im Element Feuer. Das heißt, die Bewegung ist sehr schnell. Wir müssen schnell reagieren und schnell verbessern und schnell Entscheidungen treffen. Das wird heißen, nächste Woche, wo wird der Mond sein? Zuerst beim Skorpion und danach bei Schütze. Ende der Woche wird es in Steinbock sein. Nächste Woche wird es gerade so passieren. Und ungefähr zwischen Donnerstag und Freitag wird der Neumond passieren. Also zwischen Mittwoch und 2,5 Tage. Richtig. Wird der Neumond passieren. Und danach werden wir fortfahren müssen. Und am 20. fängt der Neumond an beim Schütze. Da müssen wir mal ganz kurz gucken, einen Augenblick. Nächste Woche, jetzt ist er beim Waage, morgen ist er auch am Waage, also Sonntag. Und danach fängt der Anfang der Woche Skorpion, bis Mitte Mittwoch. Und danach fängt Schütze an, 18., 19., 20. bis zum 20.5. Da kommt der Neumond. Und da, wo wir es nachvollziehen müssen. Astrologie bedeutet eigentlich das. Ich oder du, dein Unterbewusstsein von Mond, was du alles gesammelt hast von deiner Kindheit, da kommt Wissen, was du irgendetwas machen möchtest, mit jemand oder mit irgendeinem Thema. Da kommt der Planet Venus. Wissen. Und wenn du es angenommen hast und darüber nachgedacht hast, Denkweise, was kann ich damit tun? Da kommt der Merkur, der Planet. Und bringt dir die Persönlichkeiten und deine Pfad. Die Persönlichkeiten, du musst das machen, okay, dann muss ich dahin fahren. Das ist der Merkur. Wenn du da bist, dann musst du dich verteidigen und dafür kämpfen. Das ist der Mars.
Das ist der Mars. Und woher kommt die ganze Energie? Natürlich von dem Stern Sonne. Wenn du es gemacht hast, wenn du dich verteidigt hast und angefangen hast aufzubauen, da ist der Saturn dafür zuständig. Aufbauplanet. Und Verbesserungsplanet Jupiter. Der Merkur bringt dir Neuigkeit, mit dem Jupiter tust du es verbessern. Und mit dem Mars tust du es verteidigen und kämpfen und mit Merkur darüber nachdenken, Venus wissen. Dann kommt der Pluton, Uranus und Neptun. Aber die sind noch höher. Das interessiert am ersten Schritt uns nicht. Ja, nächste Woche. Venus, Merkur, die Sonne und Mars ist in Schütze. Das heißt, das bringt uns Verbesserungen. Wir müssen so stark wie möglich, egal welchem Thema, alles verbessern. Und dafür sehr stark und zu jede Richtung, weil Mars ist in der Schütze, sehr stark und jede Richtung. Und da kommen die Dinge zu dir, der Universum schickt es an dir, der kennt dich natürlich besser und du glaubst daran. Und Glaube, Schütze, du glaubst daran, da musst du Profi sein. Ich schicke dir zuerst die Wissen, Venus, und danach die Denkart, die Personen und sehr schnell. Und als letztes den Mars. Weil ich sehe es in dir, ich kann deinen Insight sehen und dafür werde ich dir alles, jede Möglichkeit schicken. Und du kannst das damit alles bearbeiten. Aber der Ego von den Personen sagt, ich möchte aber auch das, ich möchte 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 das und ich möchte das. Aber du hast gar keine Ahnung mehr, weil du deine Verbindung abgebrochen hast von hier. Aber der Universum schickt es alles hier, durch diese Möglichkeit, zu dieser Richtung. Nicht an diese, nicht an Ego. Und wenn du die Verbindung von deinem Unterbewusstsein, von oben kommt das nach unten, Unterbewusstsein, zu deinem Herz, zu den Chakra von dem Herz, die Verbindung zerstört hast, durch den Social Media oder durch deine Freundschaften oder egal von welchem Grund, dann wärst du total blind. Ich mache irgendetwas, aber ich weiß gar nicht, warum ich das tue. Wenn du diesen Satz aufbaust in dein Leben, das heißt, dass du gar keine Verbindung hier hast. Keine Welle. Aber diese Woche ist deine Welle am wichtigsten. Und es wird in der Richtung gehen. Da hast du keine andere Möglichkeit. Von A bis Z. Nein. Du musst total von A bis Z bewusstlich den Universum, die Welt anschauen und was dich persönlich interessiert, was persönlich an dir kommt, das bitte durchlesen. Was meint er damit? Oder wenn ich das natürlich mache, okay, das sieht man am Anfang sehr schlecht, aber wohin bringt dich das? Das musst du verfolgen. Woher ist das gekommen? Woher bist du gekommen? Und in welche Situation bist du jetzt gerade? Das müsst ihr alles lesen können. Am Anfang wird das schwer sein, weil von überall kommt eine Aktion zu deinem Ego. Du kannst dich gar nicht konzentrieren, aber du musst persönlich zu dir selbst Konzentrationsdruck machen und darüber üben. So stärker du übst, so stärker kannst du alles von innen bis oben
ausnutzen und in der Weile wird das ein spontan sein. Du wirst deine Innenstimme so laut danach hören, deine Umgebung wird sagen, um was geht's dann? Warum benimmst du dich wie ein Verrückter? Nein. Also, wenn ihr jemanden Verrückten sehen möchtet, dann guckt ihr bitte zum Spiegel. Ich bin nicht verrückt. Ich höre hier zu. Nicht euch zu, nicht hier zu. Ich höre nur hier zu. Weil der Universum, das System, läuft von hier, von deinem Herz. Und Gottes, nicht deine Hormone. Nicht falsch verstehen, nicht deine Hormone. Und nächste Woche, Anfang der Woche, Transformation. Warum? Mond in Skorpion. Das wird wehtun. Emotional Transformation, gefühlweise Transformation. Und danach verbessern, schütze. Neumond. Die Energie von Neumond ist Widderenergie. Explosion heißt das. Und danach zu Steinbock. Um was wird es gehen? Natürlich aufbauen. Saturn. Aber zuerst wird die reine Wahrheit auftauchen. Egal wer, wem, wie versucht hat zu manipulieren oder die Wahrheit versucht hat zu verstecken. Wenn der Mond in Steinbock ist, kommt unter der Erde die reine Wahrheit auf. Es wird auftauchen. Und jeder wird, wer hat das getan? Jeder schuldigt den anderen. Er hat das getan, er hat das getan, der hat mich verarscht, der wollte mich verarschen. Aber die reine Wahrheit ist hier. Und ihr müsst mit der reinen Wahrheit anfangen aufzubauen. Übernächste Woche geht es sowieso am Wochenanfang zu Wassermann. Da kommt es mit dem Pluton zusammen. Aber nächste Woche wird der Mond parallel Sonne, Mars, Merkur und Venus. Das bedeutet, es wird nächste Woche eine sehr Menge passieren. Und weil es, bevor die Sonne total dunkel wird, ich kann nicht sehen, ich kann nichts entscheiden. Ich muss so viel rechnen, aber es kommt alles so außer Kontrolle wie ein Chaos. Dann verfolgt deine Sense. Ganz leicht, total easy. Ich verspreche es dir, deine Sense. Wenn du die verfolgst, ist der Chaos vorbei. Und nächste Woche, dann fangen wir mal mit dem Planet, mit dem Sternzeichen an. Jawohl. Wo ist der? Okay, nicht der Waage. Ich brauche zuerst mal den Widder. Halleluja, lieber Widder, Halleluja. Dein Neumond ist bei der 9. Wohnung. Das heißt, bei der Lebensart wird the sunshine. Weil 9. Wohnung bedeutet Verbesserung. Werden die höchste Verbesserungsmöglichkeiten kommen. Und total für dich persönlich, wie dein Geschmack ist, wenn du natürlich dein Geschmack mit dem Geschmack, ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Wenn du das sagst, dann hast du keine Verbindung. Okay, ich weiß gar nicht, wie es schmeckt. Ich esse nur so, weil ich essen muss. Also, was hast du am liebsten? Keine Ahnung. Ich habe nur Hunger. Aber nächste Woche, Anfang der Woche, 8. Wohnung, bedeutet von anderen Möglichkeiten, von der Konkurrenzseite die Möglichkeiten. Die wirst du annehmen und danach wirst du Vollgas zu Pluto gehen. 9. Wohnung, zuerst mal Halleluja, Neumond, lauter Verabredung, lauter Information, lauter Diskussion. Du wirst Schritt bei Schritt Entscheidungen treffen müssen,
Aber ich empfehle dir, dass du Mitte der Woche wartest. Da wird alles total, wie kann man das sagen, dass du alles vollkommen, are we clear? Yes, everything is clear. Damit du alles deutlich sehen kannst, empfehle ich dir, dass du den Neumond wartest. Weil du bist der Widder, dein Ego ist so stark, ich schaffe es. Okay, du schaffst, aber Junge, drin ist es total dunkel. Komm schon, gib's zu, gib's zu, gib's zu, du nimmst ein Riesenrisiko. Okay, Schütze heißt auch Risiko, aber das ist Selbstmord, tut mir leid. Also, wenn es von innen kommt, ja, aber also es sieht aus, dass es nicht von innen kommt, es kommt von deinem Ego. Es tut mir schrecklich leid. Deine Entscheidung, du wirst die dicke Rechnung zahlen müssen. Und danach, am Ende der Woche, geht es zu deiner 10. Wohnung. Saturn gehört Saturn und sagt, ich bin dein Alles. Deine Schule, deine Karriere, dein Boss, alles. 10. Wohnung, wo du Profi bist. Jetzt zeig uns mal, was du schaffen kannst. Wird dir nächste Woche gesagt werden. Und danach sogar. Anfang übernächste Woche. Der Mond geht zu Pluton, zur 11. Wohnung, zum Publikum. Und wenn du diese Woche hinter dein Ego gegangen bist und alles zerstört hast, weil du sowieso nichts sehen kannst, was wirst du dann nächste Woche Vorschau machen? Ein Finger oder 5 Finger? Ein Finger, wenn du total Chaos gibst. 5 Finger, wenn du den Neumond abwartest. Du wirst das alles von A bis Z sehen. Weil, wenn du total Chaos gegangen bist, dann wirst du nachher die Möglichkeiten, denen du verpasst hast. Scheiße, ich hab's gar nicht gesehen. Ja, was haben wir denn gesagt? Aber ich möchte mich garantieren, die 12. Wohnung ist das Saturn bei dir. Alles macht dir einen Druck, alles unter Sicherheit, alles unter Garantie. Aber der Saturn hat dort auch Schatten. Er sagte, zu viel Garantie. Das heißt Schatten. Umsonst zu viel bis zu zerstören. Geht nicht. Geht nicht. Kannst du nicht. Du musst nächste Woche die richtige Entscheidungen treffen, damit du nächste Woche, am Wochenende, alles klären kannst. Und wenn du es geschafft hast, Halleluja. Final Countdown. Jetzt kommt der Stier. Mal gucken, was der Stier gemacht hat. Oder machen wir. Der Stier. Was geht's denn, Stier? Okay, der Neumond ist in deiner 8. Wohnung. Das bedeutet, du wirst dich langsam anfangen, mit deiner ganzen Vergangenheit zu verabschieden. Und die Energie läuft bei dir von den anderen Möglichkeiten. 8. Wohnung bedeutet nicht deine Werte, die Werte, die du von dem anderen bekommst, den du führen kannst. Das ist bei jedem Sternzeichen die 8. Wohnung gleich. Und wenn der Mars, Venus, Merkur und die Sonne da ist, dann kommt die ganze Energie von dort aus. Und wenn du sagst, ich bin ein Stier, ihre Sachen interessieren mich nicht, ihre Werte interessieren mich nicht. Okay. Dann bist du der Person, der alles den Saturn erklären muss. Er hat gesagt, dass es ihm egal ist. Er hat uns gar nichts beigebracht und nicht geholfen. Wir wollten seine Werte geben, aber er hat gar nichts getan. Er hat gesagt, nee, das ist mir total egal. Wenn du so spielst, dann wird alles in der Richtung gehen, wie es in der Vergangenheit war. Weil der Pluto ist in Wassermann.
Der Wassermann ist deine 10. Wohnung. Du musst es tun. Und du hast keine andere Möglichkeit. Weil dein Lehrer wird dir dann sagen, eigene Schuld. Und es wird danach so schnell laufen, das kannst du gar nicht vorstellen. Und nachdem der Neumond passieren wird und danach zum Steinbock geht und wenn alles vorbei ist und nichts oder niemand bei dir bleibt und du wirst niemanden mehr sehen, da gibt's kein Wir. Weil der Pluto in Wassermann sagt, nicht ich, wir. Und du bist der Stier. Da bist du sehr empfindlich. Ich. Nicht nur Stier. Stier, Wassermann, Löwe und Stier, Wassermann, Löwe, da kommen wir, wer war da der 4.? Ich hab's vergessen. Skorpion, richtig, Skorpion. Die müssen aufpassen. Solange der Pluto in Wassermann ist und nebenbei, solange der Neptun in Fisch ist. Neptun Fisch heißt auch, also wer ist deine stärkste Konkurrenz? Der ich sagt, den nicht wir sagen kann. Die sind meine Konkurrenz, an den kämpfe ich, sagt der Neptun. Aber solange er im Fisch ist. Und du musst nächste Woche, also es wird wie Opfern ausschauen, aber du wirst nichts opfern. Du wirst alles wieder zurückbekommen und damit wirst du deinen neuen Anfang aufbauen müssen nächste Woche. Mal gucken, wie es bei dir dann nächste Woche aussehen wird. Das werden wir nächste Woche nachschauen, weil der Uranus gibt dir Instinkts, Freiheit, wenn er in der ersten Wohnung ist. Freiheit und Aufbauen, lernen, Freiheit und Aufbauen, lernen. Ich hasse die Routine, die spontane Dinge, nein, ich möchte. Wenn der Uranus in der ersten Wohnung ist, ist es einfach so. Und es ist jetzt gerade bei deiner ersten Wohnung, deine letzte, Final Dance. Und damit wirst du dein neues Leben aufbauen. Pass auf. Ja, jetzt kommt der Zwillinge, der Zwillinge, sieht das bei den 2 Seiten ab, der Zwillinge, wie denn? Alles ist in der 7. Wohnung, 7. Wohnung bedeutet auch gleichzeitig die erste Wohnung, hallo. Anfangen, recherchieren. Mit Anfangen meinen wir Wissen nehmen. Wissen, das ist das. Neumond, losschießen. Zwillinge, das seid ihr. Nächste Woche. Und wenn du anfängst loszuschießen, dann begleitet euch 2 unglaublich wichtige Planeten. Pluton, Saturn. Pluton 9. Wohnung, deine neuen Lebensart. Und der Saturn, wer du bist. Der Pluton, der sagt, hey, hallo, der ist ab jetzt mit uns zusammen in diesem Leben. Wer? Ich. Das ist der Saturn. Dann wird jeder erwarten, okay, schieß mal los. Und mit dem Neumond musst du es tun. Und zwar, sehr wichtig, bei dem 7. Wohnung. Wie heißt der 7. Wohnung? Ernste Themen und ernste Personen. Und du. Und da darfst du nicht vergessen, wenn es wird dir gefragt,
Wo siehst du dich in der Zukunft? Eine gute Frage. Lass mich mal denken. Saturn, Neptun im Fisch. Träumen, das bringt Träumen. Und daneben ist Saturn. Die sind jetzt gerade wie Zwillinge. Der Neptun sagt Träume. Und von hinter dir, von deinem Rücken direkt kommt. Was denn? Du hast doch angefangen zu träumen, ne? Ja, dann musst du es auch machen. Ich bin der Saturn. Du musst beides gleichzeitig tun. Und wenn dir jemand fragt, darfst du nicht nur vorstellen und gleichzeitig auch tun. Das wird von dir verlangt. Deswegen Wissen und beim Recherchieren auch gleichzeitig aufbauen. Du bist der Zwillinge, du schaffst das. Und der Jupiter in der zweiten Wohnung schickt dafür, der ist jetzt gerade so um der 28 Grad, schickt dir so viele und schnelle Möglichkeiten. Das Einzige ist bei dir, das bleibt, nächste Woche organisieren, wissen, tun. Organisieren. Zuerst mal wissen, organisieren, danach tun. Weil Skorpion ist bei dir die 6. Wohnung. Organisationen, aber nicht persönlich organisieren, die Organisation bitte organisieren. Management, lieber Zwillinge. Jetzt kommt der Krebs. Lieber Krebs, lieber Krebs, lieber Krebs, um was geht's dann? Deine Vergangenheit sagt jetzt gerade, also machen wir jetzt gerade Schluss oder weiter? Und was sagt ihr? Ich höre euch nicht, ihr seid, also ihre Stimme, bitte, Schnauze. Also ihre Stimme kommt von, du hörst sie nicht, du fühlst die. Du fühlst die. Das ist das Unterschied. Da gibt es einen Riesenunterschied. Du fühlst die nur. Du kannst du nicht hören. Also. Das ist am Anfang der Woche. Musst du dich mal entscheiden, um was es geht. Weil der Skorpion ist in deiner 5. Wohnung. Das heißt, vorstellen und danach organisieren mit dem Neumond. Und danach anfangen zu aufbauen. Oder aufbauen lassen. Guck auf deinen Geschmack, aber wenn du sagst, ich bin kein Führer, dann werden wir mal dich zum Backoffice rufen. Hattest du eben gesagt, dass du kein Führer bist? Ja, aber du bist Krebs. Du bist der Führer von dem Element Wasser. Um was geht's denn? Hast du dich verloren? Müssen wir alles von vorne beibringen? Möchtest du die Orientierungsstufe von vorne studieren? Geht nicht. Geht nicht. Okay, dann hinter der Tür, der ist der Account Manager und sagt und gibt deine Rechnung, ja? Du hast es draußen schon gesagt, darfst du nicht. Darfst du nicht. Wir haben dir gesagt, vorstellen und organisieren. Und mit alles verabschieden. Weil die Organisation startet nächste Woche sehr stark. Und das wird alles ändern. Alles von A bis Z. Weil der Saturn in der 9. Wohnung sagt, hallo, A bis Z. Aber ich kann meine Vergangenheit nicht vergessen. Es ist so total egal. Also haben wir gefragt, ob du es immer noch erinnerst oder nicht? Nein, wir haben gesagt, fang an zu organisieren. Dein eigenes neues Leben. So einfach. Wenn du es nicht machst, kommt von der 11. Wohnung der Uranus und das zerstört nicht nur jetzt und sogar deine ganze Vergangenheit. Dann wirst du auch nicht mehr fühlen können. Ja, möchtest du das haben, lieber Krebs? Ich glaube nicht daran. Ja. Deswegen nächste Woche bitte anfangen. Aloha. Das war's schon.
Der Löwe, um was geht's dann, der Löwe, was passiert da mit dem Löwen, der Löwe, Neumond ist in der 5. Wohnung. Wenn du es tun kannst, darfst du sogar nicht glauben, wie du es geschafft hast. Und, aber, dein Geist, deine Situation, dein Libido, alles wird so hoch steigen, du fühlst, also, wenn ich irgendeinen Löwe vor mir jetzt gerade hätte ich ihn gefragt, du fühlst das schon alles, ne? Ja, okay, dann tu es bitte. Du fühlst es schon seit einer Woche, um Gottes Willen. Also, du kommst von der Sonne, du fühlst schon alles und wenn du jetzt gerade alles durcheinander bringst, dann wird es ein Wunder sein für uns, weil dein Führer ist die Sonne, du hast es schon angefangen von einer Woche vorauszufühlen, aber weil ihr alle euch hinterher zu dem Spaß laufen möchtest. Also jedes Sternzeichen hat einen Schatten und das ist von der Löwe. Das tut mir leid, das muss ich sagen. Aber es wird mir Mitte der Woche leider nicht leid tun können, weil ihr müsst es machen. Ihre Entscheidung, weil ihr werdet den Date mit dem Pluton haben, Anfang übernächste Woche. Also, dagegen kann ich gar nichts sagen, nach dem Pluton kommt sogar der Saturn. Zwischen 2 Tage, 2 Reaktionen. Einer bringt deine Gefühle durcheinander, der Pluton, wenn du es nicht getan hast. Der zweite, dein Leben total durcheinander. Deine Entscheidung, um Gottes Willen. Und der Pluton ist im Wassermann. Also, der wird deine ganze Gefühle dann sagen, es tut weh, ne? Ja, weiß ich. Tut das jetzt gerade stärker weh? Ja. Das ist der Pluton. Du müsstest es fixieren können. Du müsstest es machen, aber hast nicht getan. Also, macht es mir Spaß? Ich muss echt zugeben, ja. Das wäre passiert, ich muss zugeben, ja. Und hinter mir her kommt der Saturn sogar. Und dein Leben zu zerstören. Ja, das macht ihm Spaß, nicht mir. Deswegen, Anfang nächster Woche, alles unter Garantie. Du wirst es schon merken, wie du es machen kannst. 4. Wohnung, Skorpion und danach Schütze mit dem Neumond. Halleluja. Fang an, deine ganzen Träume aufzubauen. Aber das wirst du mit Pluton machen. Mit anderen zusammen. Nicht alleine. Und im Finale könnt ihr alle zusammen anfangen zu feiern. Aber wenn derjenige auch zu egoistisch ist, da musst du auch aufpassen. Ich habe alles getan, was ihr sagt, und derjenige war zu egoistisch. Da musst du stoppen. Das interessiert uns nicht. Da musst du alles bewusstlich machen. Weil ich kann den Löwe, wenn er etwas tun möchte, tut er spontan alles. Und danach, was ist los? Was ist passiert? Nicht meine Schuld. Das ist Löwe. Ihr zeigt die Reaktion alles spontan. Es kommt von innen, von alleine. Und wenn mir das Löwe fragt, ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich das gemacht habe. Es tut mir auch nicht leid, weil ich habe das,
deswegen gemacht, weil du mir das gemacht hast. Das ist keine Entschuldigung. Das ist dein Ego. Du manipulierst die Entschuldigung über die Wahrheit. Kannst tun, was du möchtest. Jetzt kommt der Jungfrau. Bei dem Jungfrau, um was geht's dann? Der Jungfrau sagt, bei dem geil, geil, warum? Vierte Wohnung, um Gottes Willen, das ist die vierte Wohnung. Deine Hauptzentrale, da fängt der Neumond an. Und, also, es ist unmöglich, dass du irgendetwas falsch machen kannst. Es ist unmöglich. Auch wenn du es falsch machst, die Energie wird das wieder orientieren und zu die richtige Position bringen. Das ist kein Problem. Aber du musst es auch führen können. Vierte Wohnung heißt, meine Zentrale und die Energie wird so stark von dort rauskommen, so stark. Deswegen musst du Anfang der Woche mal wissen, ehrlich, was du machen möchtest. Und danach kommt der Neumond von deiner vierten Wohnung. Vierte Wohnung bedeutet auch 10. Wohnung. Von meiner Hauptzentrale zu meiner Hauptkarriere. Und nach dem Neumond kommt deine 5. Wohnung, Steinbock. Deine Vorstellungswohnung. Der wird reine Wahrheit sein. Und das wird so stark sein, nach dem Neumond, so stark sein wie Feuer. Augen zu, vorstellen, wenn du es angefangen hast zu vorstellen, das wird sich von alleine zu deiner Vorstellung transformiert. Das Einzige, was du machen musst, starten. Und danach mit Pluton in der 6. Wohnung, von der Kraft von dem Pluton, organisieren. Und das ist ein Kinderspiel. Hauptsache, das ist das Wichtigste, du darfst diese Energie nicht verschenken. Du musst das für dich selbst nutzen. Weil die Jungfrau verschenkt es von alleine. Das ist dein Schatten. Ich bin nicht wichtig zuerst, also eure Gelegenheiten muss ich klären und danach kann ich meine erklären. Nein. Solange der Pluton in Aquarius ist, in Wassermann ist es alleine verboten. Solange der Saturn in Fisch ist, bei deiner 7. Wohnung, ist es leider nicht erlaubt. Die sagen, du musst es persönlich klären. Du kannst so viele Fragen stellen an den Personen oder an den Themen, bis du die reine Wahrheit bekommen hast. Weil, wenn du es nicht tust, ist der Neptun da und sagt, ich kann mich opfern. Wenn in einer Person, in dem Horoskop, der Neptun in der 7. Wohnung ist, das heißt ich suche jemanden, an dem ich mich opfern kann, aber ich verlange auch das Gleiche. Jetzt weißt du es, um was es geht. Tu es bitte. Tu es bitte. Okay. Der Jupiter gibt es von dem 11. Wohnung mehrere Möglichkeiten. Aber Schatten nutzen. Dann sagt der Jupiter auch, ich habe alles getan, was ich geben konnte. Aber der hat sich andauernd umsonst geopfert. Ja, das ist ein Unterricht jetzt gerade. Darfst du nicht. Und der liebliche Waage, von deiner näheren Umgebung fängt das an. Du wirst mit jedem alles besprechen und danach
Alles von A bis Z, von Neuaufbau oder von Neuern. Von A bis Z. Und dafür nutzt du in deiner 5. Wohnung den Pluton. Der ist so stark dort, auch wenn du nur nachdenkst auf dem Thema, wenn das Personen sind, die werden das sofort von dir fühlen. Das kommt nicht von dir, der Pluton wird das sofort schicken mit seinem Magnet. Das ist die reine Wahrheit, das könnt ihr versuchen, das ist kein Problem. Und nachdem das Pluton gesendet hat, müsst ihr mit dem Saturn die ganze Organisation total in Disziplin aufbauen müssen. Aber was ihr aufbauen wird, ist gleichzeitig das ganz genau, was ihr vorgestellt habt. Weil es ist total anders, was du vorstellst und danach, wenn du es angefangen tun wirst, weil hier ist es ganz anders umgekehrt wie im Leben. Und jeder sagt immer das Gleiche. Ich hatte das gar nicht so vorgestellt. Weil da gibt es dazwischen einen Spiegel. Aber du merkst das nicht. Den Spiegel siehst du erst, wenn du echt im Spiegel guckst. Das ist die reine Wahrheit. Und der wird mit dir sprechen, der Spiegel. Der Person, den du dort siehst. Ich habe das gesagt und du hast das gemacht. Nein, 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 du kannst mich nicht reinlegen. Nein, das war nicht so. Doch, das war so. Bis du es gemacht hast, hast du dich selbst manipuliert. Und Waage, nächste Woche, bitte, von A bis Z, was du sagst, also das verdiene ich, und was von Saturn kommt. Wenn du sagst, nein, sagst, du warst nicht, versuchst du dann reinzulegen, das ist der Saturn, kannst du sowieso nicht, das ist unmöglich. Du verdienst das, lieber Waage. Das war deine Vorstellung. Aber deine Umgebung, weil du immer gesagt hast, erst seid ihr in der Reihe. Das ist dein Schatten. Erst ist, egal um was es geht, erst seid ihr in der Reihe. Ihr seid meine näherste Umgebung. Und ich kann alles tun, um für ihre Wille zu kämpfen. Und für ihre Träume aufzubauen. Wo ist dein Leben? Die werden dich vergessen. Das ist Menschlichkeit. Und wenn du es tust, auch wenn der Saturn dir das bringt, und wenn du das immer noch sagst, nein, er ist meine Bekannte, dann wird Saturn einfach so machen, nimm Waage, nein, erstmal eine Umgebung, okay, wenn alles vorbei ist, du wirst wieder zu Saturn gehen möchten. Ja, wo ist das Ding, das ich verdient habe? Das war doch ein Stift, das ist eine Rechnung. Du müsstest dann nehmen, wo du es nehmen müsstest. Ach, hast du nicht getan. Eigene Schuld, tut mir leid. Eigene Schuld. Da musst du nächste Woche aufpassen, weil bei dir ist der Jupiter in der 10. Wohnung. Bei dir bringt er von A bis Z Glück, weil die näherste Möglichkeiten, weil bei dir ist es 28 Grad, oder bei dem anderen auch, aber bei dem anderen ist es nicht bei dem 10. Wohnung. Jetzt kommt der Skorpion, der Skorpion, der Skorpion, der Skorpion. Du hast so ein Glück, du Skorpion. Warum? Neumond, eigene Werte, 2. Wohnung, hallo. Warum denn sonst? Warum denn sonst? Da musst du sehr diszipliniert den Saturn verfolgen mit der Energie. Bitte dich. Ich bitte dich, weil der Saturn wird dir die Richtung zeigen.
wenn er das dir überlassen wird, dann wirst du nur geradeaus gehen, weil du der Skorpion bist, geradeaus gehen gegen die Wand. Nicht nur gegen die Wand, durch die Wand. Durch die Wand. Und der Saturn sagt, ja, wohin ist er dann gegangen? Habt ihr den gesehen? Also er war zuletzt gegen die Wand. Nach dem ersten Stoß haben wir nicht gesehen. Der ist da irgendwo. Und was ist da Loch da? Weiß das jemand? Was ist da Loch da? Ja, genauso breit wie der Skorpion. Deswegen nächste Woche bitte aufpassen. Und dann erstens eigene Werte. Zweitens den Pluton, der in deiner 4. Wohnung ist, der dir die ganze Kraft gibt, die Mauer durch die Mauer zu gehen, weil normalerweise, wenn der Pluton nicht da wäre, hättest du dann nach dem ersten Stoß gesagt, ach ja, scheiße, warum hat ihr mich nicht gewarnt, dass er eine Mauer ist? Um Gottes Willen, wir haben dich 10-mal gewarnt, aber du hast gar nicht geachtet und auch gar nicht zugehört. Okay, und was machen wir jetzt? Wenn da der Pluton nicht ist, dann kommt die Frage. Aber wenn da der Pluton ist, der gibt dir wieder Gier. Nach dem ersten Stoß, der zweite Stoß, bis da ein Loch auftaucht. Und danach du dich in dem Loch verschwindest. Dann kann dich niemand mehr finden. Und wo sind die eigenen Werte geblieben? Nirgendwo. Der Jupiter war in der 9. Wohnung, also der hat diese Riesenchance also total verpasst. Und der hatte gesagt, da ist plötzlich irgendwas gekommen und hat gesagt, der muss es verfolgen, weil der Uranus in der 7. Wohnung plötzliche Möglichkeiten gibt und sagt, du musst es jetzt sofort klären und fixen, aber hat gesagt, wenn das Uranus gegeben hat, dann muss ich jetzt gerade hier ein Riesenloch, genauso mein Körper durch diesen Wand durch diesen Wand reingehen kann und weil du dich zu stark konzentrierst und gierig wärst, du wärst total vergessen, dass du stoppen musst, aber du musst wissen, dass du das Gegenteil machen musst. Nach dem ersten Stoß. Am liebsten kein Stoß, am liebsten. Weil dein 6. Sinn wird dir sagen, als Frequenz, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Aber wenn du dein Ego verfolgst, wirst du es gar nicht hören. Und wenn du es nicht hörst, Arrivederci, du musst aufpassen. Nicht so benehmen, wie du dich in der Vergangenheit benehmt hast. Verboten. Dann. Ja, jetzt der Geburtstagskind. Schütze, 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 Schütze. Was geht's denn? Ja, bei dem Schütze, um was es geht? Weiß jemand, um was es geht? Der Schütze sagt, der Neumond ist meine ersten Wohnung. Okay, dann heißt das, dass er vor dem Neumond bei dem 12. Wohnung ist und dass du die Dinge klären musst, die du vergessen hast, laut der Retros. Okay, aber da geben wir dafür einen Tag. Okay, schaffst du es einen Tag? Wenn du das zu der sicheren Seite nehmen kannst, so schnell, ja, dann schaffst du es. Weil nachdem wird der Neumond bei deiner ersten Wohnung auftauchen und das wird so eine riesen Freiheit geben. Mit dieser Freiheit wird auch was kommen? Responsibilities. Eine Verantwortung. Beide. Aber Freiheit der Seite, Verantwortung der Seite. Schaffst du es? Und du musst auch die Sachen klären, die du in der Vergangenheit nicht klären konntest. Fertigstellen, deine Freiheit anfangen zu genießen, aber nebenbei deine Verantwortungen auch
Start geben und mit dem Pluton, der hier ist in der dritten Wohnung, alles so richtig organisieren und gleichzeitig mit der Organisation, der in deiner vierten Wohnung ist, mit dem Saturn. Das ist der Saturn. Richtig. Jetzt geht's los. Einfach, das musst du so klären. Du hast keine andere Möglichkeit. Tut mir leid. Was ist das hier? Deine Vorstellung, dein Traum, deine Träume, dein Alles. Und der Jupiter in der achten Wohnung, bringt dir auch von anderen Gelegenheiten neue Möglichkeiten. Die kannst du auch mitnehmen. Und der Uranus schickt dir Überraschungen, wo du unterwegs bist. Die kannst du auch klären. Dreifache Möglichkeiten. Eine Zentrale, der eine von Jupiter kommt und der andere von Uranus kommt. Schieß los! Nutz den Pluton bis zum geht nicht mehr. Jetzt ist der Reihe Steinbock. Wie sieht es aus, Steinbock? Wie sieht es aus? Und zwar der Neumond ist in deiner 12. Wohnung. Das heißt, deine Dunkelheit, deine Vergangenheit, da wird der Neumond wie die Sonne. Kann ich mir gar nicht vorstellen. 12. Wohnung. Was du nicht sehen möchtest, was du in der Vergangenheit verpasst hast, was du nicht machen konntest. Und da taucht der Neumond auf. Du kannst dich von A bis Z reparieren. A bis Z. Und mit der Reparatur kannst du, wenn du es reparierst, du erinnerst dich bestimmt, wie es in der Vergangenheit war. Okay, aber jetzt nicht mehr in der Vergangenheit. Wenn du es jetzt gerade tust, wird es mit der Energie von heute aufgebaut. Das wird eine Doppelwirkung sein. Und wenn du es nicht verpasst und wenn du es auch nächste Woche machen möchtest, das ist die richtige Zeit. Weil Anfang der Woche wird der Mond in Skorpion sein, in deiner 10. Wohnung. Da kannst du von A bis Z alles nachschauen. Oh, dann okay, damit das. Okay, auch gut. Warum denn nicht? Und danach also jetzt gerade in deiner 10. Wohnung und danach kommt die 11. Wohnung mit dem Skorpion, wo du durch die Leute Diskussion führen kannst und informieren kannst. Und danach, wo alle weg sind, an der Seite sind, du in der 12. Wohnung, wo du alleine bist, kannst du richtig gut planen und alles frisch aufbauen können. Wo ist dein Pluton? In deiner 2. Wohnung. Das ist für jemanden so eine Gelegenheit, den du nicht verpassen möchtest. Und das darfst du auch aufbauen. Und da sage ich nur, du darfst das. Nein, du musst das. Du musst das. Sonst wird dir das nicht ausreichen, weil nach dem neuen Jahr, nach dem Februar, wirst du dann
neue Möglichkeiten suchen, weil die das nicht ausreichen werden. Das ist eine Möglichkeit, wo du alles von A bis Z klären kannst. Was du vermisst hast, was du gesagt hast, scheiße, ich konnte es nicht tun, nur wegen meiner Bekannten oder wegen meiner Schwiegersohn oder Schwiegertochter oder Schwiegermutter oder Mutter oder mein Nachbar oder er oder egal wer. Egal wer. Nächste Woche musst du losschießen, lieber Steinbock. Und das ist eine Möglichkeit, die nicht von vorne kommen wird. Jetzt vorletzte Sternzeichen, der Wassermann. Der vorletzte Sternzeichen, der Wassermann. Oh, die ganzen Planeten sind oben. Das heißt, der Neumond kommt von der 11. Wohnung. Was heißt das? Die 5. Wohnung heißt, was wir opfern und geben. Zum Universum. Und die 11. Wohnung bedeutet, was du gegeben hast, kommt von der Universum als Antwort. Du kannst das haben. Und da wird der Neumond sein. Du musst es so gut nutzen, wie du es schaffst. Und du bist der Wassermann. Wenn du dich stark konzentrierst, wirst du alles vergessen. Und das wird diese Woche auch das erste Mal gut sein. Und weil der Saturn auch in der 2. Wohnung ist, wirst du diesem Geschenk zu deinem ganzen, dass du dein ganzen Leben zu die nächste Stufe bringen kannst. Du bekommst die Möglichkeit, weil der Pluto in der 1. Wohnung ist. Du wirst eine von dem Besten, du wirst von dem eine, der Eintritt machen kann zu dem neuen digitalen Atmosphäre. Weil der Neumond von Schütze wird so stark sein, also der Frequenz ist in der gleichen Höhe wie deine Höhe. Bei einem anderen Sternzeichen nicht. Aber bei Schütze und beim Wassermann ist es fast in der gleichen. Fast. Weil der Wassermann bedeutet der Überbewusstsein. Uranus. Der Schütze bedeutet der parallele Universum. Und wie kann man zu dem parallelen Universum gehen? Dafür braucht man eine verdammt hohe Energie und eine verdammt hohe Frequenz. Und wie kann man zu dem Überbewusstsein gehen? In der gleichen Art und Weise. Da sind wir fast gleich, ne? Ja. Und wenn zu Wassermann sowas kommt, von der 11. Wohnung ein Neumond, und wenn bei Wassermann Anfang der Woche die Transformation bei der 10. Wohnung passiert, das bedeutet, du kannst deine ganze Vergangenheit von A bis Z vergessen. Das wird dir wehtun, weil dein erster Planet Saturn ist. Das kommt wie eine Süchtigkeit, weil Saturn bedeutet gleichzeitig die Routine, alles was du spontan machst, seit jahrelang. Stell dir mal vor, auf einmal, du wachst morgen auf und gar nichts ist da. Was wirst du tun? Du wirst dich schockieren. Nein, meine Süchtigkeiten, wo sind die? Wie Süchtigkeiten? Das sind deine Routine. Ja, ich bin an meiner Routine süchtig. Hallo? Tut mir leid. Nächste Woche. Und es wird so schnell laufen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So schnell. Das war zu langsam, ne? Fertig aus. Lieber Wassermann.
Jetzt der Fisch, der Fisch. Um was geht's denn? Bei dem Fisch ist der Neumond wie ein Albtraum. Warum? Weil Jupiter, Fisch, kannst du hier sehen? Nein, ne? Nein. Und hier ist der Jupiter. Der kann den Jupiter nicht sehen. Egal was der Jupiter macht, wird er falsch verstehen, weil er das nicht sehen kann. Und der Neumond ist dort. Der Neumond ist dort und das ist deine Karrierewohnung. Es kann sein, dass das ist alles an deine Gedanken sagen, nein, es passt mir nicht, das passt mir auch nicht, nein, das mache ich nicht, nie im Leben. Das musst du aber. Das musst du aber. Also, orientieren und aufbauen und losschießen. Nächste Woche. Und zwar mit deinen neuen Gelegenheiten, neuen Charakter, neuen Blick auf dem Leben. Und das hast du sogar in den letzten 6 Monaten, die Erfahrung hast du schon gemacht. Und jetzt gerade die Erfahrung, bitte losschießen, das heißt, die Gelegenheit anfangen zu nutzen, aber da bitte aufpassen, der Saturn wird dir sagen, weil er in der ersten Wohnung ist, der Saturn einfach so, also bin ich dafür ausreichend, habe ich das richtig gemacht, soll ich das nochmals kontrollieren, wieder nochmals kontrollieren, bis zum geht nicht mehr. Das ist der Schatten vom Saturn in der ersten Wohnung. Und wenn der Schatten nicht da wäre von Saturn, ist der Neptun auch da. Neptun sagt dir, wenn da niemand anderer Planet ist, wenn da kein anderer Planet ist und wenn der Neptun nur da ist, also ich möchte was machen, aber ich bin mir nicht sicher, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, weil der Neptun in der ersten Wohnung das nicht erlaubt. Dann sagt der Universum, der schickt jemand, er soll dich zuerst mal verprügeln, dann wirst du die Wirkung von dem Neptun auf einmal konzentrieren können und danach kannst du anfangen zu laufen. Wenn da niemand ist, dann müssen wir dahin einen Planet schicken und der Planet ist der Saturn, der Lehrer. Und während der auf einer Seite sagen, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich habe kein Selbstvertrauen. Der andere sagt hier, du musst, aber ich werde es dir so zeigen, als ob es keine ernsten Träume ist, eine Illusion. Das ist der Neptun. Das ist der Neptun und in der 10. Wohnung ist der Neumond. Stell dir mal vor, eine Seite Saturn, eine Seite Neptun und in der 10. Wohnung ist der Jupiter mit dem Neumond. Ist einfach so, der hier, kannst du nicht, darfst du nicht, du schaffst das nie im Leben. Und der andere Neptun hier, siehst du die Illusion, aber das kannst du nicht machen, weil das ist nicht wahr, das ist nur eine Illusion. Dann da drüben, der Neumond, und der Fisch sagt, Scheiße. Von den Innen natürlich. Scheiße, aber du musst es tun. Du musst es richtig gut tun. Und wie wirst du es tun? Ende der Woche, wenn der Mond zu Skorpion geht und sagt, da ist deine Rechnung, Fisch. Entweder bezahlen, die dicke Rechnung, oder tun. Deine Entscheidung. Entweder bezahlen, du musst das bezahlen, oder du musst das tun. 2 verschiedene Möglichkeiten. Mach deine Entscheidung. Leute, ich bedanke mich, der Osan Kurzbein. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.